muss weg. Wir müssen hinterher. Schnell hinterher. Willkommen zum Video auf die Wanderung und mir macht so Spaß hier. Ein schönes Hallo zum nächsten Video. Wir sind im Zittauer Gebirge und zwar wollten wir hier in Jonsdorf parken auf Höhe der Gondelfahrt. Der Parkplatz ist komplett voll. Damit haben wir absolut nicht gerechnet, dass hier sowas los ist. Wir waren eben noch in Eubin Geld holen. Da war ähnlich viel los. Jetzt guckt es euch mal an hier. Ne? Wir haben jetzt hier schon die zweite, dritte Runde gedreht. Aber wir haben jetzt eine Planänderung angestellt. Wir wollten eigentlich da hoch auf den Nonnenfelsen. Ich glaube, Jenny hat ihn schon mal gefilmt. Da oben ist er, da der Nonnenfelsen. Da oben, da wollten wir hoch mit euch. Aber wir planen um. Wir gehen auf die Lausche jetzt, haben wir entschlossen. Und wir hoffen, dass natürlich in Waltersdorf mehr Parkplätze zur Verfügung stehen. Und da fahren wir jetzt nach Waltersdorf rüber und gehen auf die Lausche. Dann nehmen wir euch mit. Und auch das Zittauer Gebirge, denke ich, wird dieses Jahr öfter noch mal eine Rolle spielen. Wir haben noch so ein paar Spots, die wir euch jetzt nicht verraten wollen, aber wo wir sagen, da wollen wir hinfahren. Und das wollen wir euch mit zeigen. Gut, los geht's. So, ihr Lieben, wir stehen jetzt hier unten im Ortsmitte auf dem Parkplatz von Waltersdorf und wir wollen jetzt da hinten hoch auf die Lausche. Es hat jetzt ein bisschen gedauert. Also Parkplatzsituation ist heute echt sehr prekär, muss ich sagen. Mit so viel Andrang haben wir hier nicht gerechnet. Es hieß immer, es ist nicht mehr viel los hier im Zittauer Gebirge, aber doch ist es. Wir werden deshalb, weil wir sind jetzt schon Richtung Mittag, erstmal Mittagsrast anstellen und nach der Mittagsrast hoch auf die Lausche gehen. Da auf der Lausche keine Gastro ist und wir auch nichts mit haben. Ich würde sagen, wir gehen los. Los geht's. Jenny, du hast jetzt gerade Parkticket gelöst. Ja. Wir wollen ja mal was zu den Kosten sagen. Was haben wir jetzt bezahlt? 2,20 € und können 4 Stunden stehen. 4 Stunden und Tagesticket. Hast du das auch gelesen, wie viel das kostet? Gibt es nicht direkt Tagestickets. Wir sind jetzt kurz vor der Rübezahlbaute. Wir haben gesagt, da essen wir was. Da oben machen wir Pause und dann geht es weiter auf die Lausche. Ich denke, das ist eine ziemlich gute Zwischenstation. Es geht weiter. Wir gehen auf die Lausche. Wir haben jetzt gerade super an der Rübezahlbaute gegessen. Guckt euch mal dieses Panorama da drüben an. Ist es nicht super? Wir gehen jetzt knapp auf fast 800 Meter und dann sehen wir uns spätestens oben wieder. Wir nehmen hier den steileren Pfad. Der ist von der Rübezahlbaute nur knappe 800 Meter lang, angegeben mit einer halben Stunde. Ich mache mal einen Zeitvergleich. Wir haben es jetzt schon halb und mal sehen, ob wir halb oben sind. Mal schauen. Kind läuft selber, wird nicht getragen. Also ich denke, halb schaffen wir nicht ganz, bis um oben zu sein. Aber wir lassen uns überraschen, ob es stimmt mit Komoot oder nicht. So, wir haben hier wieder einen Grenzstein. Die Lausche ist, kann man fast sagen, zweigeteilt. Hälfte Tschechien, Hälfte Deutschland. Und ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Eigentlich nichts weiter. Einer der höchsten Berge hier im Zittauer Gebirge oder sogar der höchste. Wir schauen mal, was wir von oben für eine Aussicht bekommen. Ob wir tatsächlich den Jeschken erblicken können. Und vielleicht auch noch den Hohen Schneeberg. Der ist relativ markant. Wobei es hier eher die Stirnseite vom Schneeberg zu sehen gibt, würde ich fast schätzen wollen, dass man den da schwächer erkennt als von Norden oder eben Süden. Weil da erkennt man ihn einfach in seiner Form. Aber die Lausche hat auf jeden Fall auch ein relativ markantes Bild hier in der Umgebung. Von Weitem, vielleicht sehen wir sie noch mal von Weitem. Im Auto habt ihr sie vorhin schon mal gesehen. Da wisst ihr, wie sie ausschaut.
vermutlich war die Wahl dieses doch etwas anstrengenden Weges durchaus auch die bessere Wahl, oder Jenny? Denn wir sind hier ganz alleine eigentlich auf dem Stück bislang. Also es scheinen nicht viele diesen Weg zu nehmen, da der wahrscheinlich doch sehr anstrengend ist. Manche können ihn auch nicht bewältigen. Wow, und jetzt guckt mal, hier kommen so Lücken. Jetzt guckt euch das doch mal an. Guckt mal darüber. Achtung, ich schwenke die Kamera. So, weiter geht's. Jenny, war der richtige Weg, oder? Ich sagte das oben. Okay, machen wir oben. So, da geht's hoch. Auf der Kamera sieht es irgendwie immer nicht so spannend aus, wie es tatsächlich ist. Aber es ist ganz schön steil. Okay, wir gucken mal. Was ist, Jenny? Es ist geringfügig steil. Ganz geringfügig. So, es ist etwas steil, Jenny, oder? Etwas? Etwas, ja, doch etwas. Also, komm, ja, wir haben es geschafft, aber dem Kind macht es umso mehr Spaß. Also auch wieder eine Videokategorie Wandern mit Kind, unterwegs mit Kind. Mit Vorsicht zu genießen. Auf jeden Fall das richtige Schuhwerk ist empfehlenswert. Und dann geht es auch beim Steilen. Es ist jetzt nicht so steil, dass man irgendwie abstürzen könnte. Hoch zu zumindest nicht, runter zu ist der Weg vielleicht nicht ganz so zu empfehlen, was die Bremsvorgänge angeht. Aber hoch zu hat das Kind Spaß am Klettern und die Eltern auch. So Jenny, also ich muss ja sagen, ich finde es von der Steile her anspruchsvoll. Wir haben auch gerade ein paar ältere Damen mit Hund zurückgeschickt. Ich denke, bergab mit Hund hier, wo es teilweise rutschigen Boden gibt durch das Laub, nicht zu empfehlen. Die sind auch wieder umgekehrt. Also von daher ist es auf jeden Fall zu empfehlen. Nur Aufstieg über den Weg, Rückweg nehmen wir dann definitiv auch den anderen Weg runter. Gut, weiter geht's. Wir haben es fast geschafft. So, habt ihr gesehen, wir sind schon am Turm. Jenny, wir haben es geschafft. Und das Kind ist ganz alleine gelaufen. Wirklich den kompletten Weg von der Rübezahlbaude bis hoch, wenn es jetzt nicht auf den letzten 50 Metern noch schlapp macht. Oder du, Jenny, vielleicht? Ja, ich bin von dir getragen werden. Ich muss weg. Okay, fürs Kind war es gerade noch nicht ausreichend. Wir müssen unbedingt gleich auf den Turm. Jenny, wir gehen gleich hoch. Das Kind ist schon oben. Ich glaube, wir müssen hinterher. Schnell hinterher. So, da unten sind wir gestartet an der Rübezahlbaude und unser Auto steht da im Ort auf diesem Parkplatz da. So Jenny, und? Hat sich's gelohnt? Hat sich gelohnt. Da hinten haben wir den Jeschken. Wir sind im Abstieg, Jenny. War cool oben, oder? Wir gehen jetzt runter, zurück zum Auto. Zeitmäßig, wie lange hat man jetzt gebraucht? Also es waren in etwa, glaube 40 Minuten. 2 Stunden sind wir jetzt. 2 Stunden unterwegs, vom Auto an, mit Essen. Essen habe ich rausgenommen. Was? Doch schon so lange. Okay, ne? Aber zumindest von der Rübezahlbaude bis hoch auf den Gipfel der Lausche haben wir ca. 40 Minuten gebraucht. Also in etwa schon fast den Angaben entsprechend von Komoot, bei der Fitnessangabe durchschnittlich. Also das passt. Mit Kind, denke ich, je nachdem wie fit man ist, kann man das durchaus da angeben.
So, das, was wir jetzt runtergelaufen sind, ist die Seilerstiege. Wir haben es jetzt fast geschafft. Wir sind jetzt schon fast am Parkplatz. Wir laufen jetzt noch durch dieses etwas gerodete Stück hier. Sieht auch nach Käfer aus, wie es scheint. Wie eben überall dasselbe Problem. Aber ich muss sagen, im Vergleich teilweise zur sächsischen Schweiz, was ich jetzt so beobachten konnte, sind hier nicht ganz so viele Flächen. Kann natürlich auch täuschen oder es ist Zufall. Aber ich nehme mich jetzt hier rüber, die Sonne. Was gibt es noch zu sagen? Auf jeden Fall die Tour findet ihr wieder bei Komoot. Die werde ich noch mal zusammenbasteln. Ich hatte ja natürlich die Jonsdorfer Runde geplant mit dem Carola-Felsen und Nonnenfelsen. Das wird definitiv nachgeholt. Und wie gesagt, gibt es noch ein paar andere Spots, wo wir hier hinwollen. So, wir sind jetzt auf dem Parkplatz. Wir haben jetzt wie viel? 6,1 Kilometer und 3 Stunden. In 3 Stunden die Höhen entnehmt ihr am besten aus der Komoot-Route. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wem es gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Das wird wahrscheinlich mal ein Planungsvideo für die Balkanreise und wir sehen uns dann im nächsten Video irgendwann. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.